Willkommen zu einem neuen Video und ich würde sagen, willkommen zum Saisonbeginn 23/24, wobei bei mir ist das nicht unbedingt Saisonbeginn, denn ich bin das ganze Jahr mit der Modellbahn unterwegs. Natürlich im Sommer etwas weniger, weil man draußen unterwegs ist, aber trotzdem gibt es bei mir eigentlich keinen Unterbruch, aber für die meisten von euch und auch bei mir ist es so, dass sich die Fahrten auf der Anlage zuletzt intensiviert haben, man doch mal grundlegend durchgereinigt hat, also ein kleiner Mini-Start ist das für mich auch. Ja, hier im Bild seht ihr das, was sich über den Sommer so angesammelt hat und was ich euch noch nicht gezeigt habe. Das heißt, ich habe ja ein Sommervideo gebracht, wo ich so die Neuheiten, die zuletzt bei mir gekommen sind, gezeigt worden sind. Allerdings die Sachen, abgesehen von der Van Gogh 189, die da im Hintergrund weilt, die gibt es schon länger bei mir, kann ich aber als Neuzugang zählen, weil mein lieber Vereinskollege dabei geholfen hat, da endlich mal den richtigen Sound aufzuspielen auf den ESU Lokpilot, wobei der Sound, den ESU da anbietet, ja, doch eher mau ist, aber jetzt ist er auf alle Fälle fahrfähig und von daher ist sie für mich wie ein Neuzugang, denn sie hat vorher nicht laufen können. Ja, die anderen, wie ihr seht, die Knödelpressen BA 183, wie sie auch in Deutschland bezeichnet wird, oder Korrektur BR 180. Bei der CD ist sie eingereiht als 371. Die Knödelpresse, beide Lokomotiven noch zu Kühn-Zeiten bestellt und kurz vor Kühn oder vor der Sortimentübernahme des TT-Sortiments von Kühn zu Rocco noch bei mir angekommen, also quasi noch waschechte Kühn-Loks. Davor seht ihr die Laminatka, wunderschön umgesetztes Modell, genauso wie die beiden Kühn-Lokomotiven. Ich hatte schon eine Knödelpresse, jetzt sind es 3. Eigentlich war die CD immer nicht so im Fokus, mittlerweile habe ich wirklich viele Lokomotiven, was sich einfach so ergeben hat, weil ich die Unternehmensfarben auch mag, also diese Blau, Dunkelblau, Weiß, Grau, das finde ich gut. Die CD kümmert sich sehr um ihre Altfahrzeuge, also ich finde auch die Modernisierungsprogramme, die die CD mit ihren Fahrzeugen durchläuft, sehr spannend und sympathisch und ja, dann gibt es immer wieder Verbindungen. Eben die Laminatka ist für mich eine Lok wie der Effi-Liner, den ich vorgestellt habe. Doch eher was Seltenes auf TT-Gleisen, also für mich irgendwie ein Muss. Solche Sachen, weil keine Brot- und Buttermaschine, sicherlich in Tschechien ist sie das, aber hier wieder was Besonderes. Im Hintergrund seht ihr auch 2 Railpool-Maschinen. Ich will sie mal jeweils etwas nach vorne holen. Ja, jetzt habe ich mal die BR 193, die Vectron, die Railpool Vectron nach vorne geholt. Wie ihr sehen könnt, ist das die Variante, die auf der Schnellfahrstrecke auf der VDE 8.1 fährt. Und die Sonderlackierung, ja, Sonderlackierung ist eigentlich zu viel gesagt, sondern eher die bisschen Beklebung von Pico trägt. Denn es ist eine der Lokomotiven, die auf der Schnellfahrstrecke mit den Dostos zwischen Nürnberg und Sonneberg läuft, die also auch vorne an der Front jeweils einen Zugzielanzeiger hat. Kann ich gleich nochmal einfangen, ist aber aus meiner Sicht nicht so prägnant dargestellt, dass man das auf einer Ausstellung respektive an einem vorbeifahrenden Zug wirklich erkennen würde. Ja, sonst ist es der übliche Vectron, den man von Pico kennt. Nicht ganz so extrem detailliert wie die dahinterstehende Laminatka. Der Sound ist auf alle Fälle verbessert im Vergleich zu den Maschinen, die ich da schon habe. Pico gibt da wirklich Gas und macht wirklich gute Sounds mittlerweile. Das muss man sagen. Also beide Lokomotiven, die Laminatka, die ihr im Hintergrund seht, sowie der Vectron im Vordergrund,
haben Sound. Ihr wisst das, ich bin ja so ein bisschen Soundfetischist und deswegen habe ich mir beide Lokomotiven direkt ab Werk mit Sound bestellt. Und bei Pico muss man sagen, ist es das auf alle Fälle wert. Also ich finde Preis-Leistung, was Soundlokomotiven bei Pico angeht, wirklich super. Die BR 150 war da schon ein Top-Modell, die mich da absolut überzeugt mit authentischem, aber gleichzeitig spielbarem Sound. Also das Verhältnis ist wirklich top da. Und ja, sonst kann man eigentlich zu dieser Railpool-Variante gar nicht so viel sagen. Ihr seht an den Stromabnehmern, das ist keine extreme Mehrsystem-Variante, die 4 Stromabnehmer auf dem Dach hat. Ich weiß gar nicht, ob diese Lokomotiven wirklich Mehrsystem-Lokomotiven sind. Muss ich ehrlicherweise jetzt lügen, habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt. Ist wahrscheinlich eher eine rudimentäre Variante, also ist definitiv eine Fernverkehrs- oder eine Personenverkehrsvariante, weil sie die Zugzielanzeige hat, wie auch gewisse MRCE-Miet-Varianten, die weiter drüben mit Dostos in Frankfurt laufen, zum Beispiel, die Siemens mal relativ am Anfang mit präsentiert hat. Dann ist es eigentlich nie am Anfang dazu gekommen, da Bombardier als Haus- und Hoflieferant eigentlich eher mit den 146ern und dann später 147ern bei DB Regio gepunktet hat. Ich meine, auch das sind hier ja nur Mietloks. Aber für mich als jemand, der zu Thüringen eine Verbindung hat und zu solchen Wendezugeinheiten in der Hoffnung, dass Tillich da auch nochmal die richtigen Dostos mit dem richtigen Steuerwagen dazu bringt. Viele dieser Einheiten, jetzt könnte man sagen, du brauchst eine zweite Lok dazu, das ist so. Es gibt aber auch einen Dosto, der umgerüstet ist auf ETCS. Das heißt, ich glaube, es fahren Zugumläufe mit Sandwich und es gibt einen Zugumlauf, da hat der Steuerwagen ETCS. Das heißt, es ist eine ganz normale Wendezugeinheit, weil es nur eine Lok braucht und das ist dann das, was ich darstelle oder darstellen möchte. Da auch nicht jede Lok so beschriftet ist, würde ich mir jetzt 2 holen, hätte ich zweimal dieselbe. Wenn, dann hätte ich gerne eher eine andere Railpool-Variante. Ja, und so habe ich vorerst nur eine Variante. Ich denke, es sollte aber auch reichen. Kommen wir zum Stromcontainer von Drillich, eine BA 155, die die DB Cargo abgegeben hat an Railpool und dann wieder zurück gemietet oder geleast hat. Also klassisches Sales and Leaseback. Vermutlich, ganz genau weiß ich es auch nicht. Es gab da ja mal noch Vorhaben, wo ich nicht ganz sicher bin, wie weit das ist, mit der Firma Toshiba dort auch noch modernere Technik mit einzubauen und ein Joint Venture zu bilden. Da hat die BR 155 eine gewisse Rolle drin gespielt. Ob das jetzt zum Erliegen gekommen ist oder nicht, das kann ich euch gar nicht sagen. Jedenfalls gab es da mal was, wo mit dem Deal bei der BR 155 und Railpool die Firma Toshiba involviert war oder ist. Zum Modell selber finde ich sehr gut umgesetzt, ist die angepasste Variante, die Railpool. Die anderen Varianten wollte ich mir nicht kaufen, da sie doch zu altbacken wirken, aufs Modell gesehen, nicht allgemein. Das ist ja nicht mein Problem, aber modellbauerisch die Umsetzung von der alten Variante, wo ich wusste, es gibt eine überarbeitete Variante, habe ich mir eben diese jetzt hier bestellt, weil sie doch schon besser ist. Der Abstand zwischen den Drehgestellen und dem Gehäuse sind dementsprechend passend und nicht so wie bei den vorherigen Varianten. Leider wurde ja zum Beispiel die EBS-Variante auf dem altbasierenden Modell umgesetzt und grundsätzlich finde ich das eine tolle Lackierung, aber dadurch, dass es auf dem alten Modell beruht, war das für mich nichts. Ich bin dann schon jemand, der da sehr auf die Details achtet und wenn ich die Wahl habe, entscheide ich mich dann immer doch für das haptisch, optisch und für einfach das bessere, gelungenere Modell. Somit ist es auch mein erster Stromcontainer. Ich habe die Lok immer etwas gemieden. Mein Großvater hat einige davon, deswegen konnte ich die Lok früher schon immer genießen.
Vor Zügen sah sie natürlich klasse aus. Mein Großvater hat 2 Reichsbahn-Varianten, aber bei mir war sie bisher nie zu Hause, weil ich sie einfach immer modellbautechnisch eben, wie gerade genannt, nicht so berauschend fand. Ja, die Laminatka, das werdet ihr dann in den Videos sehen. Ich habe euch mal gesagt, und das sieht man jetzt hier auch wieder, ich habe grundsätzlich fast mehr Elektrolokomotiven, nein, ich habe mehr Elektrolokomotiven als Diesellokomotiven. Schon sehr verwunderlich bei meiner Anlage, aber so ist es nun mal. Und deswegen sind es halt wieder fast nur Elektrolokomotiven. Selbst die im Sommervideo vorgestellte Eurodual ist ja eine Hybridlokomotive und kann unter Fahrrad fahren, aber kann auch hier in Blankenheim laufen. Aber alle hier stehenden Modelle können das nun eigentlich offiziell nicht. Ich fahre sie natürlich, aber wie ich schon mal oder in mehreren Videos schon erwähnt habe, für euch in den Videos werden sie nicht laufen, weil ich das einfach nicht schön und nicht passend finde. Ich bin da jemand, also ich bin jetzt kein absoluter Nietenzähler, aber ich finde, dass die Dinge schon ein bisschen zusammenpassen sollten und auf Blankenheim für schöne Modellbahnvideos gehören nun mal keine E-Loks, weil hier keine Fahrleitung hängt. Und ja, deswegen präsentiere ich sie euch stehend. Die eine oder andere hat hier auch noch keinen Decoder drin, das ist ziemlich Hälfte, Hälfte. Die 2 Knödelpressen und der Stromcontainer haben keinen Decoder. Wie vorhin erwähnt, die Laminatka und der Vectron haben Sound und auch die 189 hat Sound mit Decoder, sind also dementsprechend digital, könnten sie laufen, aber ich habe sie noch nicht auf die neuen Log-Adressen, die sie bräuchten, umprogrammiert. Da komme ich immer selten dazu, das Programmieren, auch wenn es immer in Anführungsstrichen einfach ist, aber es frisst dann doch seine Zeit. Und jetzt im Moment habe ich viel auf der Anlage gebaut. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen dazu. Und deswegen rücken dann solche Aufgaben in den Hintergrund. Das schreibe ich mir dann irgendwo auf. Und wenn ich dann mal abends, nachts, an einem langen Wochenende, an einem langen Wintertag mal viel Muße habe, fange ich dann an, auf die passenden Log-Adressen zu programmieren, in der Z21-App das richtige Foto zu hinterlegen und all solche Sachen. Wenn man sich dann doch mit einer rechten Fülle an Lokomotiven befasst, ist das dann schon ein rechter Aufwand. Und leider hat es auch auf meiner App die meisten Daten gecrasht beim letzten Update. Finde ich so schade, dass das nicht übernommen worden ist. Weiß nicht, ob das mein Fehler war, ob ich einfach zu blöd war, das zu woanders hin zu hinterlegen, in der Cloud oder keine Ahnung. Ich habe mich da zu wenig mit befasst, muss ich sagen. Das ist für mich da so am Rande durchgelaufen. Ich habe ein Update laufen lassen und danach waren alle Daten wieder gelöscht. Ja, so ist das Leben. Also muss ich da irgendwie neu wieder ran, obwohl ich mir damals sehr viel Aufwand gemacht habe, das mit Fotos dort einzupflegen und auch wirklich Logtyp, Decodername, also welcher Decoder verbaut ist, welche Schnittstelle etc., auch die Originaldaten der Lokomotiven, Höchstgeschwindigkeiten und so zu hinterlegen. Und dann war alles weg. Ja, so ist das nun mal. Jetzt möchte ich gerne, und dazu senke ich euch etwas, auf die schönen Fahrzeuge, die ich hier stehen habe, eingehen. Denn das ist ja immer so ein bisschen nach wie vor, auch wenn die Spur jetzt einen kleinen Relaunch erlebt hat, würde ich sagen, ich werde übrigens nicht groß darauf eingehen. Also mir war nur so viel dazu, mir war der Wechsel des Sortimentes von Kühn zu Rocco um einiges vorher bekannt. Es war auch für mich nicht überraschend. Ich weiß auch, wieso es stattgefunden hat. Ich glaube, der liebe Thorsten Kühn hätte das auch sicherlich gerne weitergeführt, aber unter den Umständen ist es, glaube ich, wirklich die allerbeste Entscheidung. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich freue mich darüber. Ich habe einige konträre Kommentare gehört, finde es aber immer wieder schade, dass es die Leute eigentlich so schlecht machen. Und ich hoffe, dass ihr weniger die seid, die das immer alles negativ betrachten, weil alles immer ganz schlecht ist. Ich meine, wir betreiben hier ein Hobby und ja, auch ich bin jemand, der sehr auf Details und alles achtet. Aber ich bin auch jemand, am Ende ist es Spielzeug
und dementsprechend entspannt gehe ich an die Sachen ran. Also für mich ist das hier keine verbissene Sache, sondern die Freude und das Genießen stehen bei mir immer im Vordergrund. Und das Genießen ist in dem Fall dieses wunderschöne Sortiment, was Thorsten Kühn mit seinem TT-Sortiment für uns TT-Bahner hinterlassen hat, findet jetzt ein Fortschreiten oder ein Fortdauern, und das finde ich ganz besonders gut und wichtig, denn unter anderen Umständen wird es vielleicht das Sortiment der Firma Kühn gar nicht mehr geben, und somit ist für mich das Thema abgeschlossen. Ich freue mich, dass ein aus meiner Sicht Qualitätshersteller wie Rocco das Ganze übernommen hat, und damit möchte ich es jetzt auch dabei belassen. Die Varianten, die jetzt rauskommen, auch die feiere ich persönlich ab. Ja, sie sind vielleicht für den einen oder anderen Epoche 4 Bahner etwas enttäuschend, aber für mich als Buntbahner, der auch so ein bisschen die Zukunft darin sieht, dass es mehr moderne Farbvarianten hat, und wie zum Beispiel die Press BR 185 als Mehrsystem-Variante. Das sind sehr wohl ausgesuchte und clever aus meiner Sicht ausgesuchte Sortimentvarianten, und das finde ich wirklich super. Und bitte bedenkt auch immer, nicht jeder Hersteller kann immer sofort jede Farbvariante auflegen, denn am Ende muss es sich auch abverkaufen, und von daher sind die Varianten sicherlich auch schon so ausgewählt, wie man eine Nachfrage erwartet. Also die Leute, die da immer besonders schimpfen, dass das nicht clever ist, die Modellbahnhersteller machen das ja nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern die orientieren sich am Kaufverhalten, so wie jedes andere marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen. Und am Ende gibt das Kaufverhalten den ausgesuchten Varianten recht. Sicherlich gibt es da den einen oder anderen Rohrkrepierer, wo dann nachjustiert wird oder was anderes gemacht wird, aber grundsätzlich haben die Modellbahnhersteller ja da auch schon ihre Erfahrung, was gekauft wird und was nicht, und dementsprechend wird das Sortiment ausgesucht. So, eigentlich wollte ich nicht viel dazu sagen, jetzt habe ich wieder mehr gesagt, als ich eigentlich tun wollte. Wir wollen uns jetzt um die Autos kümmern, die ich nach wie vor wichtig finde, die auch wieder vom Panzershop NL sind, erwähnt, auch wenn dann der ein oder andere Kumpel von mir, Modellbahnkumpel, hier wieder den W50 bemängeln wird. Der ist da festgeklebt und mit Licht ausgestattet, deswegen steht der da im Bild rum. Da das aber nun mal die Front, die Ladestraße, die Front der Anlage ist, wo ich das gut abfilmen kann, ist der da nun leider halt mit drauf. Also vor allem, lieber Kai, musst du damit leben. Irgendwann werde ich sicherlich mal einen tollen Panzershop NL LKW nehmen und ihn ersetzen statt dem W50. Bis jetzt war das aber nicht meine Priorität, weil die Umbauprojekte, die ich auf der Anlage habe, etwas größer sind, und deswegen muss der W50 da halt jetzt einfach noch ein bisschen rumstehen. Ja, ich würde sagen, bevor wir auf die Modelle eingehen, räumen wir hier mal etwas ab. Dann kann ich nämlich im Hintergrund auch etwas Zugbetrieb laufen lassen und über die Fahrzeuge erzählen. Das geht im Moment nicht, weil, wie angesprochen, 3 der stehenden Modelle gar nicht digitalisiert sind. Und wenn ich jetzt hier Strom drauf gebe, dann haben die da ein bisschen Fehlzündungen, nenne ich es jetzt mal spöttisch. Und deswegen räumen wir das Ganze mal runter, lassen ein bisschen Zugbetrieb dödeln. Und ich kann euch was zu den richtig geilen neuen Fahrzeugmodellen sagen. Also ich finde, die Qualität von Panzershop NL, die hat sich wirklich nochmal gesteigert. Gerade der Amarok zum Beispiel, der ist wirklich ein geiles Automodell. Und da gehen wir gleich drauf ein. Ich räume ab und bis gleich. So. Habe ich mal einen besonderen Zug für euch rausgeholt, den ich so noch nie gezeigt habe und wo ich vor kurzem erstaunt war, dass ich so viele Wagen davon habe. Nämlich diesen Felswerke-Zug, nenne ich ihn jetzt mal. Diese Tragwagen mit Kalkkübelbehältern. Ich sage es jetzt ganz bewusst so, denn diese Wagen habe ich früher betreut. Und mein Chef, der ist immer ausgerastet, wenn die Leute gesagt haben, das sind Kalkkübelwagen, weil das ist inhaltlich falsch.
Man sieht es, wenn man sich etwas mit den Wagengattungen auskennt, sieht man es schon. Es sind Tragwagen mit Kalkkübeln drauf, aber rein theoretisch könnte da auch ein anderer passender Container drauf sitzen. Von der Größe her wird es natürlich schwierig, aber rein theoretisch wäre das möglich. Und deswegen sind das Tragwagen mit Kalkkübel-Containern und kein Kalkkübelwagen. So viel mal zum nerdigen Gelaber. Wie ihr da jetzt im Hintergrund seht, jetzt gehe ich kurz von den Fahrzeugen weg, damit wir den Zug einfach nochmal in voller Gänze genießen können. Hat sich da hinten ein bisschen was getan. Es ist noch nicht so weit, dass ich das groß in den Vordergrund spielen möchte, um da hinten die Kamera irgendwo zu drapieren und euch das zu zeigen. Soweit bin ich meiner Ansicht nach noch nicht. Es hat sich auf alle Fälle schon einiges getan, auch zu meiner Zufriedenheit. Da hinten läuft jetzt ein Weg lang, der geht ungefähr hier los, geht hier oben drüber und geht hier hinten durch. Und da habe ich jetzt über den ganzen Sommer dran gewerkelt, erst diesen Weg anzulegen, da gewisse Stützmauern einzuziehen, da vorne diesen Fels, der mit Großvaters Unterstützung entstanden ist. Der ist nämlich auf, ich sag jetzt mal schon interessante Bauweise mit der Rinde entstanden, wie ich das mal in dem Video erzählt habe, wie mein Hobby wieder begonnen hat. Mein Großvater hat ja ganze alpine Felsgebilde damit errichtet, die auch sehr originalgetreu aussehen, und witzigerweise hat er das Video gesehen und hat mir das mitgegeben, und ich dachte, das kann man dort ganz gut mit einarbeiten, und deswegen ist dort heute Rindenfels, wie man so schön vielleicht betitulieren könnte. Ja, jetzt nochmal der schöne HVLE-Zug, wie er so auch in Wirklichkeit fahren könnte. Auf der Rübelandbahn wäre jetzt hinten noch eine Lok im Sandwich. Das wäre tatsächlich sogar ungefähr so die Länge. Die Kalkkübelwagen, die ihr da seht, das sind tatsächlich die Lorenz-Busch-Varianten Felswerke. Deswegen sage ich gesammelt. Ich habe da immer wieder auf eBay gesucht, und das sind bewusst alles nur die Felswerke-Varianten, weil genau diese Wagen ich einige Jahre betreut habe. Das macht die Havelländische Eisenbahn im Auftrag der Felswerke, also die Wagen gehören der Felswerke AG, werden aber durch die Havelländische Eisenbahn betrieben, instand gesetzt, inventartechnisch verwaltet, und ja, deswegen habe ich dazu eine ganz besondere Verbindung. Wie ihr wisst, gibt es ja, wie im Hintergrund rechts auch etwas zu sehen, die eine V160 vom lieben Ronny hergestellte V160 7 und 8, die eine weilt im Schuppen, die andere steht draußen, ich weiß jetzt nicht welche ist, habe ich natürlich dort, weil gearbeitet, etwas Verbindung dazu, und dadurch hat es natürlich auch Züge und Wagen. Nur dazu noch, wer solche Wagen hat, diese Tragwagen mit diesen Kalkkübeln, der Felswerke, das muss wirklich draufstehen, die Reichsbahn-Varianten interessieren mich nicht, und würde diese abgeben, der darf sich sehr, sehr gerne bei mir melden, da habe ich Interesse dran. Die sind recht selten, ich finde immer mal welche bei eBay, und dann schlage ich zu, teilweise zu Preisen, die mich dann schmerzen, aber weil ich weiß, dass die jetzt nicht wie Sand am Meer sind, ja, nehme ich das dann zähneknirschend hin, aber ich wäre froh, wenn es irgendwie faire Preise wären, wenn da jemand mir die anbieten möchte, und nicht irgendwie zu 100, 120 Euro der Wagen, weil da muss ich dann auch sagen, bin ich raus. Das ist mir dann zu viel, da ich ja mittlerweile immerhin auch 8 Stück davon habe. So, ups, jetzt habe ich mit euch gewackelt. Jetzt gehen wir hier eine Stufe nach vorne und machen das ganz unkonventionell und schlecht. Nämlich indem ich das Stativ einfach nach hinten ziehe. Ein Schluck aus der Kaffeetasse noch, damit ich die Zunge weiter befeuchte, und dann würde ich sagen, gehen wir auf die modernen Fahrzeuge kurz mal ein. So, was haben wir denn hier so Schönes? Also, wir haben hier einen Vitobus
Wie ihr seht, ich habe die Varianten alle lackiert bestellt. Einfach aus Zeitgründen auch und sicherlich kann ich das auch. Ich muss aber sagen, nicht in der Güte, in der Menge an Fahrzeugen, die ich da hier bestellt habe. Ich habe da mit einem Modellbahnfreund, einem sehr guten, die Fahrzeuge zusammenbestellt. Das heißt, wir machen da immer ein bisschen Sammelbestellungen beim Panzershop und da werden sicherlich auch noch einige folgen, weil er das Sortiment immer wieder tollerweise erweitert, auch in TT. Und ja, das sind einfach mal so Fahrzeuge, die wir alle kennen aus unserem Leben. Das müsste ein Passat B3 sein. Ist auch relativ deutlich zu erkennen und das finde ich eigentlich das Tolle an der Sache. Ein Ford Focus, ein Audi A4, dann die jeweiligen Mercedes Vario Varianten, die ihr seht. Ein Weidmann Radlader, der vom störrigen Gras so nach oben gedrückt wird, dass er einen halben Wheelie macht. Dann meine persönlichen Favorites, die will ich doch mal etwas weiter in den Mittelpunkt rücken. Die Kommunalfahrzeuge, die drehen wir doch einfach mal alle so, dass sie etwas Platz schaffen. Oh, das ist übrigens extra so gemacht, das finde ich ganz gut. Dann kann man nämlich aussuchen, wie der Hubausleger, ich setze ihn jetzt vorsichtig drauf, gestellt wird. So, und dann die schönen Amarok-Modelle. Die bringe ich hier mal in den Vordergrund. Ein sehr modernes Fahrzeug, nicht der aktuellste Amarok, denn der basiert, damit kenne ich mich auch etwas aus, der aktuellste Amarok basiert ja nun neu auf dem Ford Ranger, sondern das ist noch der VW Amarok, also der bei VW auch produziert worden ist. Hier noch ein A4. Also das hier ist ein, oh jetzt muss ich überlegen, ich glaube ein Nissan, ach wie heißen die? Jetzt muss ich überlegen. Ein Nissan Pickup auf alle Fälle oder ein Toyota, nicht mehr sicher, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich mir da gar nicht mehr. Aber wenn man die Amarok anschaut, selbst der Bügel ist hier hinten dargestellt, also wirklich toll gemacht. Das ist auch nochmal ein Amarok, was man auch von der Form, wenn man sich ein bisschen mit Autos auskennt und so ein kleiner Autospinner ist wie ich, sieht man das eigentlich auch sofort. Neben dem Radlader ein Audi A4, dann kommt ein roter Amarok, dann habe ich dort noch einen Vito Bus, dann diesen Toyota oder Nissan. Da muss ich jetzt ehrlicherweise passen, diesen Pickup. Und wenn ihr hier hinten schon die Form des Müllwagens und die zwei Hubsteigerfahrzeuge seht, also die zum Lampen montieren und so weiter, zum Peitschenlampen montieren in der Stadt und so unterwegs sind, also wirklich die Qualität super, super genial. Überall Nummernschilder dran, Licht dargestellt. Fahrzeuge sind nicht fahrbar, aber das muss ich auch ehrlich sagen, so wie ich Modellbahn mache, wann schiebe ich das Auto mal großartig hin und her? Also früher war das für mich so ein Thema, wo ja, die Achsen, die müssen fahrbar sein, aber für was? Also gerade bei mir mit den Steigungen ist es eher nicht förderlich und zum Darstellen eines schönen Bildes ja, braucht es das in der Form eigentlich auch nicht. Und deswegen habe ich das auch nicht in der Form. Und finde das jetzt auch keinen Knackpunkt zu sagen, ich lege mir deswegen diese Modelle nicht zu. Ja, deswegen, also für mich ist es okay, mag jetzt der ein oder andere sein, der sagt, hey, nee, das geht gar nicht, aber die Qualität dieser Handarbeitsmodelle, was sie sind, also das ist alles Handarbeit lackiert, auch die Farben, die ihr seht, die habe ich mir dort selber ausgewählt. Also du kannst zu Panzershop NL, kannst die Farben auswählen und das dauert dann sicherlich so meistens 2-3 Wochen, je nachdem wie die Auslastung ist. Und das wird dir gefertigt, aber das kommt aus Holland direkt und ich muss einfach sagen, was die Jungs dort machen, ist einfach toll. Die machen ja, wie ich gesehen habe, auch mittlerweile Fertigungen für Prekina und so weiter. Und ich meine, wer Prekina kennt und weiß, was die so veranstalten, weiß auch, dass da echt Qualität dahinter steht. Und ich muss auch sagen, eben die Qualität ist nochmal besser geworden.
und beeindruckt mich, und ich freue mich, dass ich da wirklich tolle, moderne Fahrzeuge, also Straßenfahrzeuge habe, die in meine Epoche passen. Vielleicht auch nochmal zu der preislichen Komponente da. Ja, die Fahrzeuge sind etwas teurer, wenn man sie lackieren lässt, logischerweise. Ich glaube, wenn man sie unlackiert bestellt, sind die Preise sehr human, so zwischen 15 und 20 Euro. Und die Rohlinge sind ja schon wirklich gut gemacht. Das muss man einfach so anerkennen. Auch wenn man vielleicht diese Standmodelle nicht so zwingend mag. Aber ja, ich kann da nur positiv drüber reden. Ich werde von niemandem gesponsert mit meinem kleinen Mini-YouTube-Kanal. Also ich sage das aus reiner Überzeugung. Und ich denke, die Bildqualität der Fahrzeuge, die vor euch steht, die gibt mir dementsprechend recht. Was ihr hier zu sehen bekommt, dass das absolut top ist. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Video ein bisschen vorgestellt, aber das waren die Fahrzeuge, die ich diesen Sommer noch erhalten habe. Da gab es noch einen F2000, aber der ist zu meinem Kollegen gegangen, ein 4-Achs-Kipper, ein 8x4. Und so habt ihr den vielleicht nur in dem einen Post von mir auf YouTube gesehen und sonst nicht. Die anderen Modelle, die er noch dazu bekommen hat, waren jeweils eine doppelte Variante von denen, die ihr auch hier seht. Also ich glaube, diesen Nissan Pickup hat er noch, dann hat er den Passat noch, wenn mich nicht alles täuscht, und noch irgendwie eine andere Variante, das habe ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Ja, und die Kommunalfahrzeuge, die habe ich mir exklusiv bestellt. Diesen Mercedes Vario, die gab es halt auch bis, weiß ich nicht, heute sieht man noch einige, aber es ist nur kein Fahrzeug, was Mercedes Original mehr baut, aber da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen. Die letzten Varianten, die letztgebauten Varianten sind aber sicherlich auch schon wieder 10, 15 Jahre alt. Also von daher ist es jetzt nicht mehr ganz so weit verbreitet, aber sicherlich nicht ganz unrealistisch, wenn die heute noch im Kommunalservice im Einsatz sind. Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt sind mein Laber- und Quatsch-Video soweit. Ich habe eigentlich noch Filmszenen abgedreht, wo zum Beispiel dieser schöne Zug, der hier im Hintergrund kommt, zu sehen ist, wie er auf dem Rangierbahnhof seine Arbeit verrichtet, also wie er als Ganzzug reinkommt, dann auf dem Rangierbahnhof auseinandergenommen wird. Ich habe den Rangierbahnhof soweit gleistechnisch wieder zum Laufen gebracht, dass ich da, so wie er angedacht ist, auch wunderbar zum Rangieren ist. Plus, ich glaube, dann sprengt die Videogröße diesen Rahmen hier. Das muss ich mir mal noch überlegen, wie ich das jetzt beim Schneiden für euch mache. Ob ich da ein ganz langes Video mache oder ob ich das dann in die nächsten Teile als Filmmaterial mit dazu verwende oder ob ich mal ein Fahrvideo mache. Ich habe dazu 2 Kameras verwendet. Da war da hinten der Wald im Hintergrund noch nicht mit neuen Bäumen bestückt, wie das jetzt der Fall ist. Von daher ja, muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das Ganze zusammenschneide. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Jetzt werden wir noch ein bisschen Fahraufnahmen auf alle Fälle haben, auch wenn jetzt das Video schon etwas länger ist, aber anhand der Analysen habe ich gesehen, dass euch das ganz gut gefällt, wenn das Ganze etwas länger ist. Von daher gehen wir doch gerne drauf ein und liefern jetzt im Nachgang noch ein paar Fahrszenen. Ja, und wie bereits angesprochen, jetzt noch ein paar Fahraufnahmen, ein paar Minuten lang, so dass wir ein übergroßes Saisonbeginn-Video haben. Bitte stört euch nicht am Winkel der Aufnahmen. Ich hatte eigentlich versucht, oder es war auch so, ich hatte den Rangierbahnhof von 2 Seiten gefilmt, wechselseitig wollte ich die Aufnahmen dann zeigen. Leider habe ich bei meinem Handy vergessen, die Aufnahmen wieder auf 8K hochzustellen, so dass die Bildqualität sehr runtergerendert bei einem minderwertigen HD war und das sah mir zu grisselig aus, deswegen habe ich die nicht verwendet und habe mich entschieden, hier einen kleinen Ausschnitt zu zeigen. Und da meine Anlage in meinem Modellbahnzimmer recht raumfüllend ist, kann ich auch nicht jeden Winkel umsetzen, um das immer perfekt zu zeigen.
und daher seht ihr am unteren Rand das Ende der Anlage. Ich hoffe, das stört euch nicht. Gibt, glaube ich, Schlimmeres, aber die Aufnahmen sind hier 4K. Die Belichtung ist hinten, hätte man besser machen können, aber sie ist in Ordnung. Ja, nun genießt noch ein paar Minuten die Aufnahmen, wo ich mich im Rangierbahnhof versucht habe, mal wieder, und in Zukunft wird es dann auch mehr Aufnahmen geben. Im Rangierbahnhof will ich übrigens den Gleisbau mal noch erneuern. Da ist nicht alles optimal, man kann gut durchschalten, man kann auch viele Szenen dort darstellen, aber Gleisverlegung ist dort suboptimal, also es muss dort von meiner Seite nochmal optimiert werden. Ich werde dort Betonschwellen einfügen, Zwergsignale aufstellen, weiß nicht, ob ich sie sofort anschließe. Also auch da sind noch Projekte. Obwohl meine Anlage mit 350 nicht so groß ist, habe ich doch überall irgendwie Großbaustellen, stelle ich immer wieder fest. Und ja, so bleibt es nie langweilig und ist immer spannend und gibt für euch genügend zu sehen und zu schauen und vor allem auch Änderungen. Jetzt genießt die Bilder. Ich sage bis bald, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Liked und kommentiert fleißig zu dem, was ihr so gerne loswerden wollt. Denkt daran, bleibt immer fair, höflich und aufrichtig. Und jetzt würde ich sagen, bleibt der Modellbahn gewogen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.